Wenn du als Privatier oder Unternehmer in die Schweiz umziehst, dann gibt es einige Steuerfallen, die du beachten musst. Und in diesem Video präsentiere ich dir einen Erfahrungsbericht von einem Mandanten, der beim Umzug in die Schweiz diese Steuerfallen, diese Klippen erfolgreich gemeistert hat. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich für eine Auswanderung in die Schweiz interessierst, dann lade ich dich zu unserem Auswandern in die Schweiz Seminar ein, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Dort besprechen wir nicht nur die Punkte, die wir in diesem Video behandeln, sondern natürlich auch alle anderen steuerlichen Aspekte, die bei einem solchen Wegzug wichtig sind und die man unbedingt beachten muss. Dinge wie zum Beispiel die deutsche Wegzugsteuer, die erweitert beschränkte Steuerpflicht, die Pauschalbesteuerung in der Schweiz. Welche Konten sind am besten? Welche Kantone sind am besten? Wie bekommt man die Schweizer Staatsbürgerschaft? 2 intensive Tage, wo du alles lernst, was du wissen musst, wenn du planst, in die Schweiz umzuziehen und das Ganze auch noch steueroptimiert zu tun. Neben mir sind mit dabei weitere Anwalts- und Steuerberaterkollegen aus der Schweiz, echte Experten, die uns in diesen 2 Tagen mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Die Schweiz, sie ist ja das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. Jedes Jahr ziehen über 20.000 Deutsche in die Schweiz und das dürfte auch wenig überraschend sein, denn die Schweiz, sie bietet ja viele Vorteile. Günstige Steuern, sichere Währung, das Land funktioniert, die Züge sind pünktlich, die Politik richtet sich in viel größerem Maße als in Deutschland nach den Wünschen und den Prioritäten der Bürger. Ein freiheitliches Land, kein EU-Land. In unsicheren Zeiten wie diesen also nach wie vor eine Insel der Glückseligkeit, kann man sagen. Dennoch werden die steuerlichen Herausforderungen beim Umzug in die Schweiz oft unterschätzt. Dabei gibt es einige signifikante Steuerfallen, die viele leider nicht kennen, und es kommt immer wieder vor, dass man sich in das Abenteuer Schweiz stürzt, ohne hier genau vorbereitet zu sein, und dann kommt das böse Erwachen. Ich kenne die Schweiz sehr gut, ich habe selbst dort gewohnt und wir beraten seit vielen Jahren Mandanten, die in die Schweiz auswandern wollen, und wir helfen den Mandanten natürlich dann dabei, gemeinsam mit unseren Schweizer Kollegen diese Klippen zu umschiffen. So, zunächst möchte ich mich ganz kurz damit befassen, was überhaupt die wichtigsten Steuerfallen sind. Dann werde ich dir eben anhand eines konkreten Beispieles erklären, wie ein Mandant vor kurzem es geschafft hat, in die Schweiz umzuziehen. Bei ihm waren alle die 4 beschriebenen Steuerrisiken gegeben und er hat es dennoch erfolgreich geschafft, diesen zu entkommen. Und das ganz offiziell mit Brief und Siegel der Schweizer Steuerbehörden. Also, was sind diese Steuerfallen? Ich gehe jetzt in diesem Beispiel davon aus, dass du nicht in die Schweiz umziehst, weil du dort einen Job annimmst, eine Anstellung, und dass du im Grunde genommen dort auch kein wirkliches Unternehmen gründen willst, sondern dass du dich im Ruhestand befindest, dass du vielleicht noch ein Vermögen in Deutschland hast, an dem du beteiligt bist, aber nicht mehr aktiv unternehmerisch tätig bist. Also Risiko Nummer 1: Wenn du noch keine 65 bist und keine Einkünfte hast, zum Beispiel aus Anstellung oder eben einer Unternehmung, dann bist du in der Schweiz sozialversicherungspflichtig auf dein Vermögen. Die AHV, sie ist in der Schweiz eine heilige Kuh. Jeder muss AHV bezahlen. Das ist die gesetzliche Rentenversicherung. Auch zum Beispiel Unternehmer. Die AHV, sie ist nicht gedeckelt. Und selbst wenn du eben erwerbslos bist, dann musst du AHV auf dein Vermögen bezahlen. Zwar sind das natürlich nicht 10% auf dein Vermögen, aber dennoch können die Beträge ganz schön happig sein. Deswegen sollte man sich im Vorfeld damit auseinandersetzen. Steuerfalle Nummer 2. Auch hier geht es um die AHV. Aber nicht nur um das, sondern auch noch um die Einkommensteuer. Du weißt ja vermutlich, dass in der Schweiz private Veräußerungserlöse steuerfrei sind. Wenn du also Gold verkaufst, wenn du Aktien verkaufst, wenn du Krypto verkaufst, wenn du ein Gemälde verkaufst, wenn du eine Immobilie in Dubai verkaufst, dann fällt darauf in der Schweiz keine Steuer an. Es gibt grundsätzlich keine Haltefristen zu beachten. Nicht also wie in Deutschland, dass es dort Spekulationsfristen gibt. Allerdings gibt es relativ klare Regeln dafür, wann das keine privaten Veräußerungserlöse mehr sind, sondern wann du das Ganze erwerbsmäßig betreibst. Und wenn du jetzt Privatier bist und letztlich von deinem Kapitalvermögen lebst und am besten dann auch noch deine eigenen Anlagen tätigst, das heißt nicht auf einen Vermögensverwalter zurückgreifst, dann kann es sein, dass du als sogenannter erwerbsmäßiger Wertschriftenhändler von den Steuerbehörden eingestuft wirst. Dann zahlst du auf deine Veräußerungserlöse nicht nur die volle Einkommensteuer in der Schweiz, sondern eben auch Sozialversicherung 10%
die sogenannte AHV. Das ist das zweite Risiko, wenn du in die Schweiz umziehst als Privatier. Das dritte Risiko betrifft Stiftungen in Liechtenstein. Die Schweiz hat ja eine Vermögensteuer und das führt dazu, dass die meisten Stiftungen aus Liechtenstein in der Schweiz nicht anerkannt werden. Das heißt, das Vermögen wird dir als Stifter zugerechnet und du musst darauf Vermögensteuer in der Schweiz bezahlen. Also auch das eine sehr unangenehme Sache, denn man könnte ja meinen, dass eigentlich Wohnsitz in der Schweiz in der Kombination mit einer Liechtensteiner Stiftung die ultimative Lösung für den Vermögensschutz und günstige Besteuerung ist, aber leider hat man da die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das vierte steuerliche Risiko, um das es hier gehen soll, das ist die Tatsache, dass du auf Gewinnausschüttungen aus einer deutschen GmbH und Co. KG in der Schweiz vielfach AHV-Beträge bezahlen musst. Also schon das dritte Mal AHV. Du siehst, ich habe ja gesagt, die AHV, sie ist eine heilige Kuh in der Schweiz. Es ist schwer, ihr zu entkommen. Deswegen eben läufst du das Risiko, dass solche AHV-Beträge fällig werden, insbesondere auch bei vermögensverwaltenden GmbH und Co. KGs. Es gibt natürlich noch weitere Steuerfallen, noch weitere steuerliche Risiken, aber in diesem konkreten Fall war der Mandant ein Unternehmer, 60 Jahre alt. Er hat geplant, in die Schweiz umzuziehen und auf ihn trafen alle 4 der genannten Risiken zu. Das heißt, für ihn wäre der Umzug in die Schweiz steuerlich nicht nur kein Vorteil gewesen. Er hätte am Ende sogar noch mehr Steuern bezahlt als in Deutschland. So, und das ist ganz wichtig, dass man das zuerst mal sacken lässt. Die Steuern in Deutschland, sie sind natürlich skandalös hoch. Die Schweiz, sie erscheint ein Steuerparadies zu sein, aber eben nur ein Steuerparadies unter ganz bestimmten Bedingungen. Das kann man so schwarz und weiß nicht sehen. Da kommt es auch darauf an, dass man die richtige Vermögens- und Einkommenssituation hat. Sonst kann es eben dazu führen, dass du in der Schweiz mehr bezahlst als momentan in Deutschland. Wie geht man nun damit um? Ist da nun alle Hoffnung verloren? Muss man sich hier ganz dicke Gutachten anfertigen lassen von teuren Anwälten und Steuerberatern? Soll man das Risiko einfach eingehen? Soll man irgendwelche gewagten Strukturen wählen, um diese steuerlichen Herausforderungen zu vermeiden? Oder wie geht man davor? In den Videos zum Thema Wegzug aus Deutschland habe ich ja schon oft von der sogenannten verbindlichen Auskunft gesprochen. Das ist ein sehr wichtiges Detail, wenn du auswanderst und bestimmte Steuerfallen diesmal in Deutschland verhindern willst. Sagen wir mal zum Thema Wegzugsteuer. Du lässt durch deinen Steuerberater, durch deinen Steueranwalt eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt anfordern. Vor deinem Wegzug schilderst du das, was du vorhast. Du schilderst, wie du zum Beispiel die Wegzugsteuer vermeiden willst. Und dann lässt du dir vom Finanzamt bestätigen, dass dann auch wirklich keine Wegzugsteuer fällig wird. Eine sogenannte verbindliche Auskunft. Damit hast du Rechtssicherheit. Damit musst du dich nicht darauf verlassen, was dein Steuerberater oder Rechtsanwalt sagt, sondern du hast es schwarz auf weiß von den Behörden und genau das Gleiche gibt es auch in der Schweiz. Dort bezeichnet man eine solche verbindliche Auskunft als ein sogenanntes Ruling. In der Schweiz liegt dafür die Verantwortung bei den Kantonen. Das heißt, was man macht, und das machen dann in der Regel eben unsere Anwaltskollegen in der Schweiz, wenn du deinen Wegzug in die Schweiz über uns gestaltest. Sie beschreiben den Steuerbehörden in der Schweiz, in dem entsprechenden Kanton, was du vorhast. Sie beschreiben die Ausgangslage bzw. die Strukturierung oder die Lösung, um die genannten Steuerfallen zu vermeiden. Und man lässt sich dann verbindlich vom Kanton bestätigen, dass man damit die genannten steuerlichen Belastungen in der Schweiz vermeiden kann. Und hier kommt der entscheidende Vorteil, den die Schweiz hat. In fast allen Fällen ist es so, dass es hier auf den Ermessensspielraum der Beamten bei der Steuerbehörde ankommt. Das heißt, wie wird genau eine Regel interpretiert, wie wird sie ausgelegt? Und möglicherweise sagen die Steuerbeamten auch, nun ja, wir wollen gerne, dass diese Person, dass dieser deutsche Staatsbürger hier in unseren Kanton umzieht. Dadurch haben wir dann natürlich zusätzliche Einnahmen und unter bestimmten Voraussetzungen können wir eben damit akzeptieren, dass wir die eine oder die andere Regelung zu seinem Vorteil auslegen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass du in der Schweiz Verhandlungsspielraum hast. Und so kann der Anwalt, der Steuerberater auch direkt dieses Gesamtpaket dem Kanton präsentieren. Man darf hier natürlich keine Wunder erwarten, aber wenn die Interpretation in den Rahmen des Ermessungsspielraumes fällt, dann sind hier auf jeden Fall sinnvolle Lösungen möglich. Man muss hier also keine Torschlusspanik haben. In der Schweiz lassen die Steuerbehörden mit sich reden. Wichtig ist allerdings natürlich, dass man verstehen muss, dass dies möglicherweise eine gewisse Flexibilität deinerseits erfordert. Denn vielleicht sagt
sagt der Wunschkanton von dir, wo du unbedingt hinziehen wolltest, dass sie nicht bereit sind, dir entgegenzukommen und dass es kein Ruling geben wird, was in deinem Sinne ist, dann musst du möglicherweise einen anderen Kanton ansteuern. Ich würde dir also daher raten, bevor du jetzt groß zum Beispiel Immobilien kaufst oder dich anderweitig auf einen festen Wohnort in der Schweiz konzentrierst, dass du zunächst die entsprechenden Rulings einholst, nicht damit du dann ungewollt umdisponieren musst. Also, was hat nun der konkrete Mandant gemacht? Wie konnte er seinen Wunschkanton überzeugen und musste er sich möglicherweise auf Kompromisse einlassen? Bei unserem Mandanten war es tatsächlich so, dass er eigentlich auf einen bestimmten Kanton festgelegt war. Er hatte nämlich in dem besagten Kanton schon lange eine Ferienwohnung. Es handelt sich dabei nicht um einen der bekannten super steuergünstigen Kantone, wie zum Beispiel Schwyz oder Zug, sondern um einen jener Kantone, die so im Mittelfeld besteuern. Das war auf jeden Fall ein Vorteil, denn wenn du bei Zug anklopfst oder bei Schwyz, dann winken dort die Steuerbehörden möglicherweise sofort ab, denn dort wollen ja so viele wohlhabende Zuzügler hin, dass man auf dich möglicherweise gar nicht mehr angewiesen ist. Also, das war schon mal für unseren Mandanten ein Vorteil. Der Kanton war wirklich interessiert. Der Kanton wusste natürlich auch, dass unser Mandant vermögend war, denn er hatte ja dort eine ansehnliche Immobilie schon seit vielen Jahren. Er hat immer zuverlässig seine Vermögensteuer bezahlt auf diese Immobilie. Er passte also diesem Kanton sehr gut ins Profil. Wie ging er also nun mit den 4 von mir erwähnten steuerlichen Risiken um? Was hat er getan, damit diese für ihn nicht zur Steuerfalle werden? Also, wir hatten gesagt, das erste Risiko sind Sozialabgaben auf dein Vermögen, wenn du Privatier bist. Die Regel, die man gefunden hat, ist, dass man dem Kanton vorgeschlagen hat, dass der Mandant ein Einzelunternehmen in der Schweiz gründen wird. Mit diesem Einzelunternehmen wird er seine deutsche Gesellschaft beraten auf Teilzeitbasis. Er wird also von der Schweiz Beratungsleistungen ausführen. Damit ist er dann erwerbsmäßig tätig. Damit zahlt er dann ein bisschen AHV auf die Einkünfte aus diesem Einzelunternehmen. Sagen wir, er macht monatlich 2.000, 3.000 Franken Gewinn, dann zahlt er eben darauf seine AHV, dann muss er eben auf sein Vermögen keine AHV mehr bezahlen. Die zweite Steuerfalle betraf die sogenannten privaten Veräußerungserlöse. Der Mandant ist der Privatier, er lebt hauptsächlich von seinem Kapitalvermögen. Hier hat man sich darauf geeinigt, dass er eine Vermögensverwaltung in der Schweiz installiert, dass also ein Portfolio von einem Vermögensverwalter betreut wird. Damit ist das nicht mehr in seiner Verantwortung. Damit wird er also auch nicht erwerbsmäßiger Wertschriftenhändler. Damit besteht das Risiko nicht mehr, dass er Steuern bezahlen muss auf seine Einkünfte und natürlich auch keine Sozialversicherung. Das dritte Risiko, das bestand hinsichtlich der Liechtensteiner Stiftung. Bei dem konkreten Mandanten war es so, dass die Stiftung schon seit vielen Jahren bestanden hat, dass sie viele Begünstigte hatte, nämlich viele Familienmitglieder des Mandanten. Der Mandant selbst hatte kaum noch Einfluss auf die Stiftung. Die Stiftung war auch unwiderruflich und man konnte zeigen, dass andere Familienmitglieder hier gemeinsam mit dem Liechtensteiner Stiftungsrat sich um die Stiftung kümmern, weil der Mandant also überhaupt nicht mehr in die Geschicke dieser Stiftung involviert war als Stifter, weil er auch keinen Einfluss mehr nehmen konnte. Deshalb hat der Kanton ihm zugestanden, dass das Vermögen tatsächlich separat von ihm ist, dass er also tatsächlich keine Vermögensteuer auf das Vermögen in der Stiftung bezahlen muss. So, das vierte steuerliche Risiko, es betraf die Sozialversicherung hinsichtlich der Gewinne aus der vermögensverwaltenden deutschen GmbH und Co. KG, an der Mandant noch beteiligt war als Kommanditist. Hier hat man sich letztlich darauf geeinigt, dass sich diese GmbH und Co. KG ohnehin schon in Abwicklung befand, dass das Vermögen gerade ohnehin verkauft wird, beziehungsweise das restliche Vermögen dann in die Stiftung überführt wird. Ergebnis war also, dass der Mandant in der Schweiz praktisch nur Steuern bezahlen muss auf diese sehr geringen Einkünfte aus seinem Einzelunternehmen, was er gründen wird, um Beratungsleistungen zu erbringen, und natürlich dann Vermögensteuer bezahlen muss auf den Wert seines Kapitalvermögens bzw. den Wert seiner Schweizer Immobilie. Ausländische Immobilien sind von der Schweizer Vermögensteuer nicht betroffen. Das muss man unter Progressionsvorbehalt sagen, aber die Schweizer Vermögensteuer, sie wird auf ausländische Immobilien nicht fällig. Im Ergebnis war der Mandant natürlich sehr glücklich. Was sich zunächst als ein Riesenproblem dargestellt hatte, konnte man dann lösen mit Hilfe von kompetenten Anwälten und Steuerberatern und natürlich auch deswegen, weil man sich von vornherein kritisch und offen mit den steuerlichen Risiken befasst hat, die es beim Wegzug in die Schweiz zu
beachten gibt. In diesem Sinne, wenn auch du planst, in die Schweiz umzuziehen, dann weißt du ja jetzt, dass es bestimmte Risiken gibt und du weißt auch, dass sich diese lösen lassen. Wir können dich natürlich gerne dabei unterstützen, egal ob du in die Schweiz umziehst oder in ein anderes Land. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes. Ich habe Deutschland bereits vor 26 Jahren verlassen. Ich habe selbst in der Schweiz gelebt und dann auch noch in etlichen anderen Ländern und Mandanten steueroptimiert ins Ausland zu verhelfen. Das ist genau das, worauf wir spezialisiert sind. Wie gesagt, ich würde mich freuen, dich bei unserem Seminar Auswandern in die Schweiz in Zürich kennenzulernen. Termine auf unserer Webseite. Natürlich kannst du auch jederzeit ein Beratungsgespräch buchen. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.